ich führe weiter in die DH-Methoden ein und ich habe mir als Methode heute für Sie überlegt, die Textauszeichnung mit TEI XML. Bevor ich damit loslege, möchte ich ganz gerne auch ganz kurz sagen, wer ich bin. Sie haben ein bisschen schon etwas gehört. Ich bin an der UB Frankfurt verantwortlich für das Sachgebiet Digitalisierungsprojekte und Digital Humanities. Ich bin in die Digital Humanities quasi hineingewachsen. Ich bin also kein Native, der per grundständigem Studiengang belegen kann, dass er eine Digital Humanist ist, sondern ich bin tatsächlich ganz klassisch als studentische Hilfskraft in die Digital Humanities reingekommen, als ich bei digitalen Editionsprojekten mitgearbeitet habe. Und als jemand, der schon lange dabei ist und zudem auch in der Bibliothek arbeitet, setze ich mich immer sehr ein für offene und nachhaltige digitale Formate, zu denen ich natürlich auch ganz klassisch die TEI und XML dazu zähle. Ich möchte Ihnen auch ganz kurz sagen, wie die Digital Humanities an der UB Frankfurt aussehen. Wir haben 2018 mit diesem Bereich begonnen an der Bibliothek. Nach wie vor ist es aber so, dass ich damit quasi Alleinstreiterin bin und versuche, meine Ressourcen so sinnvoll wie möglich einzusetzen. Aber ein großes Team habe ich aktuell noch nicht. Und wir haben uns überlegt, dass es sinnvoll ist, bedarfsorientiert zu reagieren auf das, was an uns herangetragen wird. Und ich habe hier so ein paar Beispiele mitgebracht, was tatsächlich an uns sozusagen adressiert wird, wo die Bedarfe liegen im Bereich Digital Humanities. Ganz vorne dabei ist immer wieder die Frage nach der Bereitstellung von Infrastrukturen für digitale Editionen. Oder aber auch in diesem Kontext die Unterstützung bei der Konversion von Editionstexten nach TEI XML. Es gibt aber auch Anfragen zu ganz unterschiedlichen Workshops oder Schulungen, wie beispielsweise Text- oder Datenvisualisierung oder Python-Kurse für Geisteswissenschaftlerinnen. Und wir versuchen, dem, soweit wir können, zu begegnen. Das erfolgt sozusagen in 3 Bereichen. Das eine ist das Praxislabor Digital Humanities, das wir seit 2018 regelmäßig anbieten. Das sind Workshops zum Kennenlernen von Methoden und Werkzeugen von Tools und Tools der Digital Humanities für Studierende und Mitarbeiterinnen der Goethe-Universität in erster Linie, seit der Pandemie natürlich auch weit darüber hinaus, weil sie im virtuellen Format stattfinden. Die Themen sind ein bunter Strauß und das erklärt sich daher, dass ich bin alleine, das sagte ich schon, ich gehe also in der Bibliothek immer so ein bisschen hausieren und gucke, wer mich unterstützen könnte. Also IT-Kolleginnen, die zucken schon mal zusammen, wenn sie mich sehen. Aber bisher ist es mir gelungen, Workshops zu unterschiedlichen Themen anzubieten. Ich selbst bin bei den X-Technologien immer dabei, also XML, TEI, aber auch die Abfragesprache XPath oder die Transformationssprache XSL. KollegInnen von mir haben Kurse zu Python oder R oder auch Git angeboten. Mit dabei ist auch regelmäßig Textvisualisierung, Korpusanalyse, Georeferenzierung oder eine Einführung in Wikidata. Daneben unterstützen wir Editionsvorhaben der Goethe-Uni dabei, wenn sie Fragen haben zu den Technologien, die einzusetzen sind, zu den Mitteln der Wahl. Und das umfasst die Beratung und auch schon die Planung bei der Antragsstellung, die Wahl der Tools, Schulung von Projektmitarbeiterinnen im Bereich TEI XML, Einführung in das Arbeiten mit dem Oxygen XML Editor, einem Editor, der sich in diesem Bereich durchgesetzt hat, möchte ich sagen, oder aber auch die Grundlagen der automatischen Texterkennung. Und die dritte Säule ist quasi Schulungs- und Beratungstätigkeit on demand. Das heißt, da gehe ich oder gehen Kolleginnen von mir ganz gezielt in Lehrveranstaltungen auf Anfrage und bieten eben auch Einführungen zu den bereits genannten Themen, also TEI, XML, aber auch Datenbereinigung mit OpenRefine, Textanalyse und Textvisualisierungstools. Damit bin ich auch sozusagen durch mit dem, was wir an der UB machen und möchte übergehen zu dem eigentlichen Thema, das Thema Daten, Formate und Strukturen. Und ich werde nicht müde, immer zu betonen, setzen Sie auf Plain-Text-Formate, das sind Ihre Freunde. Beispiele für Plain-Text-Formate sind Dateien, die Sie alle kennen. Das sind diese simplen TXT-Dateien oder CSV, TSV.
Das sind also Formate, in denen Ihre Daten als reiner Text vorliegen. Sie haben den großen Vorteil, dass sie maschinenlesbar und auswertbar sind. Sie sind plattformunabhängig, das heißt, es ist völlig beliebig, auf welchem Betriebssystem Sie mit diesen Daten arbeiten. Sie sind langfristig verfügbar und gut archivierbar. Sie sind nachnutzbar. Sie sind unabhängig von proprietärer Software und erlauben damit einen flexiblen Datenaustausch. Das heißt, hier kann es nicht passieren wie bei ganz alten Word-Dateien, dass man eine bestimmte Datei irgendwann mal nicht mehr öffnen kann, weil man nicht mehr die passende WordPerfect-Version oder so etwas mehr parat hat, die man bräuchte, um diese Datei zu öffnen. Und alles, was in diesen Daten drin ist, ist eben maschinenlesbar und nicht wie in Word, wo ganz viele Dinge eben über Formatierungen ausgedrückt werden, die eben nicht auswertbar sind. Das Ganze geht aber natürlich noch mal etwas besser, und zwar dann, wenn man über Plaintext-Formate noch mal hinausgeht und sich XML bedient und damit auch der TEI, wenn man also seine Texte zusätzlich noch anreichert mit Metadaten. Als Einstieg oder Beispiel habe ich Ihnen hier eine Transkription mitgebracht. Also Sie sehen einen kleinen Auszug aus einem Aufsatz mit Korrekturen, mit Ergänzungen, mit Kommentaren. Das sind Informationen, das ist ein Text, den wir als menschlicher Betrachter intuitiv sofort erfassen. Wir wissen, worum es geht, wir kennen alle Konzepte, wir wissen, was eine Streichung ist, was sie uns aussagen soll und so weiter. Bei der Überführung in TEI XML geht es dann darum, all diese impliziten Informationen noch einmal explizit zu machen, mit Hilfe von Metadaten. Das sind also Daten, die unser eigentliches Dokument beschreiben. Wir bringen die Metadaten in diesen Spitzklammernotationen in den Text ein. Wir fügen sie also hinzu. Diese werden auch Tags genannt und beschreiben damit unser eigentliches Dokument inhaltlich näher. Das Pendant zu einer Streichung, also einfach ein Strich in unserem Original, wäre in TEI XML beispielsweise ein Del-Tag für Deletion, und wir können noch hinzufügen, um was für eine Art von Streichung es sich handelt und wer Urheber der Streichung ist. Damit machen wir all das für die Maschinenlesbarkeit auch explizit und auch für die Auswertbarkeit, was für uns implizit im Text vorhanden ist, und erlauben so eine Auswertung des Textes. Das ist ein großer Unterschied zu dem, was Sie in Word machen. Sie könnten natürlich diesen Text auch genauso gut in Word transkribieren und können Streichungen einfach als Formatierung eingeben, indem Sie einen Buchstaben durchstreichen. Das Ganze ist aber dann eben nicht verlustfrei. Denn all die schönen Formatierungen oder auch farblichen Hervorhebungen, die Sie in Ihrer Word-Datei eingebracht haben, sind eben nicht maschinenlesbar. Sie sind ohne Sie sozusagen nicht selbsterklärend. Ein anderer Nutzer, vielleicht viele Jahre später, versteht gar nicht, was Sie damit gemeint haben. Es gibt so eine kleine Faustregel: Alles, was in einem Dokument nicht mit Steuerung und F gefunden werden kann, ist nicht maschinenlesbar. Damit fallen die Formatierungen alle beispielsweise aus. Das heißt, bei der Überführung in TEI, bei der Textauszeichnung mit TEI, geht es darum, implizites Wissen, das Sie als Fachwissenschaftlerin ja immer schon haben, in explizites zu überführen, und zwar mit Hilfe von Metadaten. Es gibt also ein Spannungsfeld zwischen Ihren Konzepten, über die Sie implizit verfügen oder per Ausbildung verfügen. Und da geht es darum, diese Konzepte in die Auszeichnungssprache TEI zu überführen, sie explizit zu machen. Damit das Ganze gelingen kann, bedient man sich der Markup-Sprache XML. Das ist sozusagen die Grammatik unserer Auszeichnungssprache. Nochmal ein klein bisschen genauer. TEI ist eine spezielle Auszeichnungssprache, die für bestimmte Zwecke definiert wurde und auf der universellen Markup-Sprache XML beruht.
Bei XML ist es ganz, ganz zentral, das ist so für mich mit das Wichtigste fast, dass hier das Prinzip zugrunde liegt, dass Inhalt und Form immer getrennt werden. Das heißt, es geht immer darum, Aussagen über die Bedeutung eines Dokuments zu treffen, nicht so sehr darum, wie es aussieht. Also Layout und all solche Formatierungsfragen, die sind nachrangig. Die werden im Grunde genommen außen vor gelassen. Und man konzentriert sich vor allem auf das Beschreiben. Es ist ein rein deskriptiver Vorgang. Und das führt eben dazu, dass wir diese Daten, die wir in TIA XML ausgezeichnet haben, ganz, ganz vielfältig verwenden werden können, weil sie eben unabhängig vom Ausgabeformat sind. Aus einem TIA-Dokument können wir dann in einem weiteren Schritt und auch noch Jahre später, wenn es vielleicht schon auch ganz neue Formate gibt, viele verschiedene Ausgaben generieren. Wir können beispielsweise ein HTML-Dokument daraus erzeugen, ein PDF, ein Print-Dokument, anders aussehende XML-Dokumente, E-Books und vieles andere mehr, weil wir uns eben sehr stark auf den Inhalt konzentriert haben und rein beschreibend vorgegangen sind, ohne uns eben Gedanken zu machen, wo steht denn da die Fußnote, steht ja am Seitenende und was machen wir mit den Marginalien und so weiter. Das führt dazu, dass TI XML ein Format ist, das uns das Versprechen zumindest mitbringt, langfristig verfügbar und nutzbar zu sein, weil eben all die Informationen über den Text mit eingebracht sind. Er ist, auch wenn es sicherlich nicht angenehm ist für den Menschen, diese spitzen Klammern zu lesen und auch für irgendeinen Datenarchäologen in ferner Zukunft immer noch nicht angenehm sein wird, aber es ist alles beschrieben, es ist alles da. Es ist Inhalt und Beschreibung ist in einem Dokument vorhanden. Damit das Ganze funktioniert, liegt der TI-Auszeichnungssprache das TI-Schema zugrunde. Und dieses Schema definiert die Struktur und die Semantik unserer Dokumente. Ich habe Ihnen hier einen Screenshot mitgebracht von den TI-Guidelines, wo Sie sehen, dass das Ganze modular aufgebaut ist. Also in diesen verschiedenen Modulen sind all die TI-Elemente definiert. Dem Ganzen korrespondiert in der Regel eine ausführliche Beschreibung in den TI-Guidelines. Und auf Basis dieses Schemas erzeugen wir unsere Dokumente. Es ist angeraten, für Projekte immer ein eigenes Schema zu generieren. Einfach aus Gründen der Qualitätssicherung zum einen, aber zum anderen auch als methodologischen Schritt davor, um sich nochmal Gewissheit zu verschaffen und Rechenschaft abzulegen, was genau das Ziel des Ganzen ist. Worum geht es mir? Welche Strukturen soll mein Dokument haben? Als Beispiel, ein Linguist wird sicherlich ganz andere Anforderungen an das TI-Schema haben als beispielsweise ein Editionsphilologe. Und als letzten Schritt in der heutigen Coffee Lecture habe ich Ihnen ein Praxisbeispiel mitgebracht, wo Sie sozusagen die Umsetzung dieser Methode sehen können. Wir haben also eine digitale Edition vor uns, die auf vielen TI-XML-Dokumenten basiert. Ich nehme immer ganz gerne die Karl-Maria von Weber Gesamtausgabe als Beispiel, weil ich finde, dass in diesem Projekt sehr redlich gearbeitet wird. Es gibt eine umfassende Dokumentation, Daten werden bereitgestellt und vieles andere mehr. Es gibt vielleicht nicht so die super fancy Features, wie wir legen die Transkription über das Digitalisat oder so, aber dafür ist eben alles sehr gut nutzbar und aufbereitet. Schauen wir uns das also mal an. Was wir hier jetzt sehen auf dem Screenshot ist ein kleiner Editionstext. Es ist ein kurzer Brief, so wie Sie es eigentlich erwarten. Es ist ein HTML-Text, der im Browser gerendert wurde und für Sie gut lesbar ist. Was aber natürlich dahinter liegt, ist eine TI-XML-Datei, in der die Editoren sämtliche Einheiten der Dokumente ausgezeichnet haben, die für Sie relevant haben. Also Sie sehen, dieser kurze Text ist ziemlich komplex im Hintergrund und kann eben ja, für die Visualisierung im Web herangezogen werden.
Was Sie hier auch sehen, ist, dass Sie Möglichkeiten haben, unterschiedliche Leseansichten vom Text zu erhalten. Es gibt verschiedene Anmerkungen, seien es Stellenkommentare oder Herausgeberkommentare. Und Sie können die in dieser Ansicht ein- und ausschalten, so wie Sie es möchten. Es kann ja sein, dass es Ihren Lesefluss stört und Sie einfach nur schnell durch den Text kommen wollen, dann blenden Sie das alles aus. Wenn Sie aber wissen wollen, was sich die Editorinnen gedacht haben, dann lesen Sie eben ganz gezielt nochmal anders. Und aufgrund der Tatsache, dass die ganze Edition in einer TEI-Datei vorgehalten ist, das heißt, diese ganzen Kommentare und Anmerkungen in unserer XML-Datei enthalten sind, lassen sich beliebige Ansichten aus einem einzelnen Dokument generieren, indem man bestimmte Einheiten der Auszeichnung entweder hinzunimmt oder weglässt. Das heißt, um all diese Optionen anbieten zu können, muss das Ganze auch schon in den Daten hinterlegt sein. Wir sehen das beispielsweise hier, Note Type gleich Commentary. Da ist die editorische Anmerkung als solche ausgezeichnet. Und das gibt uns die Möglichkeit, in einem weiteren Schritt die Ansicht zu ändern. Was bei dieser Edition auch sehr schön ist, dass es verschiedene Kontexte gibt, die mitgegeben werden. Das heißt, es gibt unterschiedliche Relationen, die mit zum Ausdruck gebracht werden. Außertextliche Entitäten wie Personen, Werke oder Orte wurden auch ausgezeichnet, mit Identifikatoren versehen und mit anderen Daten verlinkt, so dass wir ein umfassendes Netzwerk eigentlich schon auch mit dieser Edition erhalten. Wenn wir beispielsweise auf einen Namen in der Edition klicken, dann erhalten wir ganz kurze Informationen zu, sagen wir mal, der Person jetzt, Person Naumann. Wenn uns das noch weiter interessiert, können wir sozusagen nochmal reingehen und erhalten zusätzliche Informationen, wie beispielsweise noch Objekte, die mit dieser Person in Beziehung stehen. Oder eben auch viele verschiedene andere Dokumente oder externe Ressourcen im Internet, wie beispielsweise Wikipedia-Artikel oder die GND und ähnliches mehr, die uns erlauben, nochmal weiter tiefer nachzulesen. Selbstverständlich haben wir auch immer die Möglichkeit, bei dieser Edition in den XML-Quelltext reinzuschauen und ihn uns auch herunterladen. Das ist auch sehr schön hier umgesetzt, dass wir unterschiedliche Formate herunterladen können. Wir können, wenn uns das ausreicht, einfach den Plaintext haben, also den Text wieder bereinigt von allen Spitzenklammern, oder aber unterschiedliche TI-Derivate. TI-All wäre das sozusagen die reicheste Annotation ist, die alles enthält. Und TI-Simple Print wäre ein Austauschformat. Geht um den Preis sozusagen eines Informationsverlustes, weil nicht alles mitgenommen werden kann, was in die Datei eingebracht wurde, aber bietet den Vorteil einer leichteren Austauschbarkeit. Sehr schön ist bei diesem Projekt auch, dass es eine API-Dokumentation gibt. Das heißt, wenn Forschende oder Projekte einen Massendownload beabsichtigen, weil sie sozusagen korpusanalytisch oder ähnlich auf diesen Texten arbeiten wollen, dann ist hier auch die Möglichkeit gegeben. Das heißt, aus meiner Perspektive hat man hier alles richtig gemacht. Man hat den Ansatz Build Once, Use Many verfolgt. Das heißt, es gibt ein maximal reiches Archivformat. Das sind diese TI-XML-Dateien, aus denen dann unterschiedliche Derivate erzeugt werden können für unterschiedliche Zwecke, vielleicht für Zwecke, die man jetzt noch gar nicht absehen kann. Es gibt eine umfassende Dokumentation, offene Exportformate, offene Lizenzen, eine dokumentierte API und der Linked-Data-Ansatz ist ebenfalls schon umgesetzt. Und das alles zeigt ganz augenscheinlich den ganzen Mehrwert, den eine digitale Edition gegenüber einer Printversion haben kann. Und damit bin ich auch schon durch. Danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen.